In diesem Video schauen wir uns mal diesen Oszillator hier an. Das ist der sogenannte RSI-Indikator, der ist ziemlich beliebt und darum schauen wir uns mal an, wie man den mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den RSI-Indikator verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Bibliothek TradeMQH ein, die Funktionen für Handelsoperationen bereitstellt. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade, um unsere Handelsoperationen abzuwickeln. In der Funktion OnTick beginnen wir mit der Berechnung des Ask-Preises mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk. Das Ergebnis wird auf die Anzahl der Ziffern des aktuellen Symbols normiert. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bitpreis mit dem Parameter SymbolBit und normalisieren ihn. Als nächstes erstellen wir eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir ein Array namens myRSIArray, um die RSI-Werte zu speichern. Wir stellen dieses Array mit ArraySetASeries so ein, dass es von der aktuellen Kerze abwärts sortiert wird. Wir definieren die Eigenschaften für den RSI-Indikator, indem wir die Funktion ERSI mit dem aktuellen Symbol, dem aktuellen Zeitraum, einem Zeitraum von 14 und dem Preistyp PriceClose aufrufen. Anschließend verwenden wir CopyBuffer, um unser myRSI-Array mit den RSI-Werten der aktuellen Kerze zu füllen, wobei wir 3 Kerzen zurückblicken. Wir berechnen den aktuellen RSI-Wert, indem wir das erste Element von myRSI-Array auf 2 Dezimalstellen normalisieren. Wenn der RSI-Wert größer als 70 ist, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn der RSI-Wert kleiner als 30 ist, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir eine Verkaufsorder für 0,10 Lots, 10 Mikrolots, zum Bitpreis aus. Der Stop-Loss wird 200 Punkte über dem Bitpreis und der Take-Profit 150 Punkte unter dem Bitpreis gesetzt. Wenn das Signal Kaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir eine Kauforder für 0,10 Lots, 10 Mikrolots zum Ask-Preis aus. Der Stop-Loss wird 200 Punkte unter dem Ask-Preis gesetzt und der Take-Profit 150 Punkte über dem Ask-Preis. Zum Schluss geben wir das aktuelle Signal in das Chart ein, indem wir die Funktion Comment verwenden. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der Code alles macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun im Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den RSI-Indikator verwendet, um mit nur wenigen Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, wir sehen hier die ersten Positionen auf dem Chart und Sie sollten auch den RSI-Oszillator selber sehen. Falls das zu schnell war, vielleicht ist der Premium-Kurs interessant für Sie, den Sie auf unserer Webseite finden können. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.